Jetzt bin ich doch gerade eingeschlafen. Am Haus vom Hadamar. Und dabei wollte ich euch den schönen Weg zeigen, der zu diesem Haus führt. Aber das werden wir noch machen. Ich gehe jetzt wieder zurück und zeige euch den Weg, wie man hierher kommt. Ich gehe zurück. Schon am Ortseingang von Oberhammersbach ist man fasziniert von der übergroßen Bank mit Rucksack. Vor dem Gelände der Information an der Reichstalhalle kann man das Auto parken. Es lohnt auch ein Besuch der Information. Hier gibt es sehr viel Informationsmaterial mit Ausflugszielen rund um den nördlichen und mittleren Schwarzwald. Auch für unsere Kleinen gibt es paar nette Accessoires rund um die Figur Hadamar Waldwichtel. Ja, sogar 2 wunderschöne Bücher mit liebevoll gestalteten Illustrationen und spannenden Geschichten des Wichtels. Auch auf dem Gelände steht dieses kleine Holzhäuschen, was neugierig auf Hadamars Naturwelt macht. Ein Blick durch die Guckröhren verraten schon mal einige Details. Jetzt gehen wir los. Auf den Spuren von Hadamar. Selbst die Anwohner zeigen in ihrem Garten die Liebe zu Hadamar. An der Brücke über dem Harmersbach beginnt der Naturerlebnispfad. Wir folgen den Fußspuren von Hadamar. Hier am rauschenden Bach sitzt Hadamar auf der Baumschaukel und blickt über das romantisch liegende Städtchen Oberhammersbach. Wir gehen jetzt auf Spurensuche in den Wald durch die schöne Natur. Eure Eltern dürft ihr auch mitnehmen. Wir werden eine Schule im Wald besuchen. Wir werden an einem Wasserrad drehen. Wir werden einen Hang hochgehen. Das Haus von Hadamar habt ihr ja schon gesehen. Aber es gibt noch viel mehr zum Sehen, Staunen und Erleben. Kommt doch einfach mit und begleitet mich. Ich pumpe das Wasser aus dem Bach, den ihr neben mir rauschen hört. Das Wasser läuft über die Rinne zum Wasserrad und dadurch wird über die Wellen und Zahnräder die Hammerschmiede angetrieben. Also alles ohne Strom, nur mit Muskelkraft und der Kraft des Wassers und der Mechanik. So wurde früher Metall geschmiedet. Der Fortschritt macht auch hier nicht Halt. Das ist die Photovoltaikanlage für das Vogelstimmenrad, was oberhalb im Wald steht. Kinder, schaut mal, an diesem Seil könnt ihr den Hang hochklettern. Über die Wurzeln, über die Steine, bis zu dem Baum hier oben. Ja, für die Oma Betty ist das nichts, aber ihr schafft das ganz bestimmt. Ja, nun habe ich es doch noch versucht. Ich habe es geschafft. Das ist das Vogelstimmenrad. Da muss man ganz stark drehen. Und wo es stehen bleibt, sollte man den Knopf drücken. Und dann hört man die Stimme. Aber ganz normal. Die letzten Tage war es verregnet und der Himmel war voller Wolken. Und keine Sonne hat geschienen. Und hier unten haben wir ja gelesen, dass die Batterien durch die Sonne aufgeladen werden. Und es gab ja in den letzten Tagen keine Sonne. Also können wir heute auch keine Vogelstimmen hören. Schade. Ein überdimensional großes Vogelnest mit riesen Eiern. Wem wird das wohl gehören? Habt ihr schon mal so ein großes Vogelnest gesehen? Nein, ich auch noch nicht. Ich glaube wohl, hier kann es sich nur um das Nest eines riesen Flugsauriers handeln. Oder was glaubt ihr?
Kinder, es gibt noch viel zu erleben. Kommt mit, wir gehen weiter. Jetzt sind wir an der Naturschule angekommen, mitten im Wald. Guten Morgen, liebe Kinder. Ich begrüße euch in der Naturwaldschule. Und jetzt wollen wir auch gleich mal mit einer Mathematikstunde anfangen. Ich schreibe euch jetzt eine Aufgabe an die Tafel. 1 plus 1 ist gleich. Hallo, Ja, wer Frau macht denn das Lehrerin, so einen Krach? ich Ja, weiß ich habe ja was. gerade mal angeschrieben. Ich weiß, was das Wer macht denn Ergebnis so einen ist. Krach? Ach. Ich. Die Oma Betty ist heute in unserem Unterricht. Du weißt es, Oma Betty? Ich weiß es, Frau Lehrerin. Ich weiß es. 2 wollte ich sagen. Ja, 2 ist richtig. Ich erinnere mich. Genau, richtig. Und jetzt können wir das Ergebnis auch eintragen. 2, hat die Oma Betty gesagt. Und das ist richtig. Im großen Waldklassenzimmer gibt es noch ein interessantes Riesenbuch. Und hier haben wir Hademars Naturlexikon. Hier steht das Inhaltsverzeichnis, aber wir werden es gleich mal öffnen. Lebensgemeinschaft Wald. Nahrungsstoffe im Naturkreislauf. Hier ist alles wunderbar einzeln erklärt. Und wer sich dafür interessiert, kann es durchlesen oder sich von den Eltern vorlesen lassen. Wir schlagen das Buch wieder zu. Zubinden, dass kein Sturm rein kann. Alles gut. Wunderbar, mit viel Liebe gemacht. Ach Kinder, ich habe es gar nicht gesehen. Das ist ja das Baumtelefon. Man erfährt, wie der Specht seine Lieblingsspeise unter der Rinde findet. Hier sind wir an der Spinnenstation angekommen. Und das ist ein Geschicklichkeitsspiel. Jetzt mache ich mal so eine Zapfe hier rein. Das funktioniert. Jetzt ist die Zapfe weg. Toll! Was habe ich denn hier entdeckt? So, und nun haben wir es wieder, das Haus von Hademar. Hademars Wohnturm mit Himmelsblick. Also hier müsst ihr unbedingt hergehen. Das ist wirklich sehr schön. Hallo, ist jemand da? Kleine Pause. Auf diesem Baumstamm findet die ganze Familie Platz. Entlang der Pirschrute haben sich zahlreiche Tiere versteckt. Wer findet sie alle? Ein Blick durch das Baumfernrohr hilft euch dabei. Mama und Papa können währenddessen den schönen Blick über Oberhamersbach genießen. Auf einem Hochsitz im Wald dürft ihr nicht klettern. Das dürfen nur Förster und Jäger. Dieser allerdings ist eine Ausnahme. Da dürft auch ihr hochklettern. Aber Vorsicht! Beim Klettern ist es trotzdem gefährlich. Oben genießt ihr die Aussicht und winkt Mama und Papa zu. Beim Herunterklettern immer rückwärts gehen, sodass ihr die Sprossen der Leiter seht. Niemals anders. Ein Dachsbaum. Ob da wohl ein echter Dachs drin wohnt? Klettert hinein. Unterirdisch geht es weiter.
Aber Vorsicht, es ist ganz finster da drin. Am anderen Ende kommt ihr, ohne euch zu verlaufen, wieder heraus. Na, war der Dachs zu Hause? Erzählt es euren Eltern, wie es da drin ist. Seht ihr die Spur von Hadamar? Hier hoch den Berg müssen wir jetzt. Da geht es zur Panoramaliege. Auf dieser Bank hat die ganze Familie Platz. Ich sitze auf der Panoramaliege und schaue über die schöne Stadt Oberhammersbach. Und schaut mal, das ist ein Wetterstein. Wenn schönes Wetter ist wie heute, ist der Stein trocken. Wenn es regnet, ist er nass. Wenn es windstill ist, hängt er ruhig. Wenn es sehr windig ist, bewegt er sich. Wenn ein richtiger Sturm braust, dreht er sich sogar. Und wenn er oben weiß ist, dann liegt Schnee. Wenn er kaum zu sehen ist, ist Nebel über dem Land. Und wenn er gar nicht mehr da ist er geklaut. Das ist die beste Gelegenheit, eine kleine Pause einzulegen. So, jetzt gibt es einen Vesper, wie man bei uns so schön im Schwarzwald sagt. Nach so einem anstrengenden Weg ist es ganz toll, wenn man sich mal hinsetzen kann und das Wetter ist noch schön dazu und kann was essen. Und das Papier von meinem Vesper packe ich ein in meinen Rucksack und nehme es wieder mit nach Hause. Denn in die Natur werfe ich nichts. Aber ich muss sagen, dieser ganze Weg beeindruckt mich eigentlich schon. Denn ich habe auf diesem Weg kein Papier, keine Flaschen, kein Plastik, keine Verpackungsmittel gesehen. Und das ist sehr gut, denn ich habe nämlich schon andere Sachen im Wald beobachtet. Also, denkt immer daran, die Verpackungsmittel immer wieder mit nach Hause nehmen und zu Hause entsorgen. Ihr macht es für die Natur und für die Tiere im Wald und für euch selbst. Und das ist der Summstein. Stecke deinen Kopf in das Loch und beginne zu summen. Das werden wir jetzt mal tun. Genial! Ihr hört eure Stimme ganz laut hier drin. Müsst ihr unbedingt probieren. Und gleich nebenan gibt es diesen schönen kleinen Wasserfall. Hier sind 11 Baumstämme von verschiedenen Nadel- und Laubbäumen zu sehen. Also man zählt die Jahresringe und weiß, wie alt der Baum ist und wie er in der Farbe aussieht. Das zum Beispiel ist ein Kiefer. Und wenn man hier unten aufmacht, sieht man den Längsschnitt eines Baumes. Die Douglasie, und der Längsschnitt der Douglasie, der ist jetzt viel dunkler und mehr in Rotfärbung als wie die Kiefer. Der Kiefer ist viel heller und gelblicher, die ist rötlicher. Was ist hier? Hier haben wir eine Lärche. Das ist ja der einzigste Nadelbaum, der im Winter auch seine Nadeln abwirft. Dann haben wir eine Tanne. Und die Tanne wirft nicht mal Zapfen auf den Boden. Die Zapfen bleiben immer oben auf dem Baum. Und nur die einzelnen Samenstände fallen runter auf den Boden und können sich wieder vermehren. Ihr werdet nie eine Tannenzapfe auf dem Erdboden des Waldes finden. Hier ist eine Fichte. Die Fichtenzapfen findet ihr auf der Erde. Dann haben wir hier eine Kastanie, das ist mal ein Laubbaum. Und so sieht eine Kastanie im Inneren des Baumes aus. Und das erkennt jeder. Da braucht man gar nicht zu schauen, wie der heißt. Das sieht man am Stamm. Das ist eine Birke.
Und so sieht es innen aus. Eine Birke hat ganz helles Holz. Jetzt seht ihr alle Bäume im Längsschnitt, wie schön die Farben sind und wie unterschiedlich die Farben sein können. Hier nochmal ein Kletterseil zum Hoch- und daneben wieder zum Herunterklettern. Aber sagt Mama, sie soll euch früh nicht die schönste Hose rauslegen. Das könnte nämlich schief gehen. Kinder, was glaubt ihr wohl, wie alt dieser große Baum ist? Man kann ja die Ringe zählen, das sind Jahresringe, und somit kann man feststellen, wie alt er ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich glaube, ich werde das Rätsel gleich mal lösen. Circa 153 Jahre ist er alt. Ja, liebe Kinder, nun sind wir am Ende des Naturlehrpfades von Hademar-Waldwichtel angekommen. Abschließend möchte ich dazu sagen, dieser Naturlehrpfad lohnt sich auf alle Fälle zu laufen. Sagt es euren Eltern, euren Geschwistern, euren Freunden. Es ist so schön hier in der Natur und die einzelnen Stationen bürgen immer eine Überraschung. Sie sind abenteuerlich und lehrreich gleichzeitig. Also, vielleicht treffen wir uns mal auf diesem Weg. Ich würde mich sehr freuen. Ein großes Lob möchte ich auch den Erbauern des Naturlehrpfades aussprechen. Mit sehr viel Liebe zum Detail haben sie hier was ganz Großartiges geschaffen. Dankeschön. Auch im Namen der Kinder. Tschüss, eure Oma Betty. Man denkt, das war's. Nein, es kommt immer noch eine Erlebnisstation. Am Biberbau könnt ihr eure Kletterkünste testen. Ja, sogar im Inneren könnt ihr euch verstecken. Und hier ist Hademars Bücherbaum. Geschützt im Bauch des Baumes stehen Bücher zum Ausleihen oder zum Sofortlesen drin. Also, wenn du eine Postkarte gekauft hast, dann kannst du sie unterwegs im Wald auf so einer Bank, wo ich gefespert habe, kannst du sie beschreiben und kannst sie dann auf dem Rückweg hier beim Hademar einwerfen. Hademar wird die Karte an eure Oma, Opa, Freunde oder Verwandte weiterleiten. Das macht Hademar ganz allein, da braucht ihr euch gar nicht mehr zu kümmern. Und das macht er gerne. Tasche zu, alles gut. Nochmal Fußspuren. Gibt es denn immer noch was zu entdecken? Ja, eine Blumenwiese, auf der sich Insekten tummeln und wohlfühlen, denn sie finden hier ganz besonders viel und gute Nahrung in Form von Nektar. Und daneben steht Hademars Insektenhotel, dass sie dort gleich einziehen, wohnen und brüten können. Ja, der Hademar, der hat auch daran gedacht. Denn Bienen, Hummeln und viele andere Insekten sind ja ganz wichtig für uns. Sie liefern uns nicht nur den süßen Honig, sondern sorgen auch dafür, dass wir leckeres Obst essen können. Also habt keine Angst vor Bienen, sie tun euch nichts. Ihr dürft sie nur nicht ärgern, denn sonst wehren sie sich und stechen zu. Und tschüss! Nun ist wirklich Schluss.